Wie schon im letzten Video kurz erwähnt, möchte ich in diesem Tutorial diesen Scania R620 Topline der Spedition Andreas Schubert umrüsten. Ursprünglich war es ein Herpa Standmodell und daraus mache ich dann ein Fahrmodell mit Lichtfunktionen. Damit keines der kleinen Teile verloren geht, sammle ich diese Teile gerne in diesen Plastikboxen. Das sind die Deckel von den PC-Boxen, die man bei Herpa auch bei manchen Modellen mit dazu bekommt. Die sind sehr praktisch. Vor allen Dingen sieht man auch gleich, was alles drin ist. Da die meisten Komponenten bei Herpa gesteckt sind, ist das Zerlegen in der Regel kein Problem. Man muss nur aufpassen, dass man keine Ecken oder Verbinder abbricht. Was ist jetzt hier eigentlich wichtig? Zum einen, da sollen zum Schluss LEDs rein. Da müssen wir dann am Anfang jetzt noch dran denken, dass wir da schon die entsprechenden Löcher machen. Für die Frontlichter brauchen wir uns nicht wirklich Gedanken machen, weil die kommen zum Schluss rein. So. Dann können wir den auch eigentlich erstmal zur Seite stellen und uns um den Rest kümmern. Den ersten Teil haben wir abgeschlossen. Widmen wir uns jetzt dem Servoeinbau. Generell werde ich mich an diesem Scania orientieren, denn der besteht aus den gleichen Komponenten, die wir jetzt für den Umbau verwenden werden. Und man muss ja das Rad nicht neu erfinden. Und deshalb werde ich mich zum größten Teil an diesem Scania orientieren. Hier sieht man sehr schön, dass das Servo vertikal eingebaut ist. Diesen schönen Scania konnte ich in Bremen begutachten. Der wurde von Kai umgebaut. Dort seht ihr, dass man das Servo auch sehr schön horizontal verbauen kann. Also wie ihr seht, viele Wege führen nach Rom. Der eine verbaut so, der andere verbaut so. Falls ihr andere Vorschläge habt, postet es einfach in die Kommentare. Oder ihr könnt auch einfach auf meine Google Plus Seite ein Bild davon posten. Was man bei Kai und bei mir jetzt sehr schön sieht, ist, ich habe nicht die Originalhörner von den Servos verwendet, das sind diese, sondern ich habe mir bei Andreas Rackel diese geätzten Servohörner besorgt. Der Vorteil ist, diese sind, ich pack das mal aus, im Gegensatz zu den anderen viel flacher, nehmen weniger Platz weg. So, also von der Funktion sind die genau gleich. Die hier sind nur richtig schön flexibel. Ihr seht, es gibt verschiedene Winkel, auch welche mit Langloch, denn bei solchen Hebeln hat man manchmal das Problem, das Loch so aufzureiben, dass es ein Langloch ist, aber dass zu wenig Spiel enthalten ist. Und hier seht ihr ganz schön, wie dünn, ich glaube das müssten 0,2 mm sein, diese Servohebel sind. Ihr könnt ja mal bei Andreas auf der Webseite vorbeischauen. In seinem Online-Shop findet ihr, ich halte es mal so rum, da kann man sogar lesen, diverse Servohebel, findet ihr einige interessante Produkte zum Thema Mikromodellbau. Und dann widmen wir uns jetzt mal der Lenkung. Ihr braucht keine Angst haben, ich möchte nicht ein anderes Fahrzeug umbauen. Ich habe mir nur im Herpa Teile-Sortiment bzw. aus meiner Bastelkiste ein paar Komponenten besorgt, die ich jetzt erstmal verwenden werde, denn die Originalhütte immer zum Anpassen zu verwenden, ist mir eigentlich zu schade. Mir ist es auch schon passiert, dass ich mit den Dremel an die falschen Stellen gekommen bin oder mit dem Lötkolben aus Versehen irgendwo dran gekommen bin. Und es wäre ja schade, wenn wir da diese Hütte quasi ruinieren würden. Deshalb habe ich hier eine Hütte aus meiner Bastelkiste. Rahmen ist gleich. Das empfehle ich euch übrigens auch.
wenn ihr euer erstes Fahrzeug umbaut, besorgt euch am besten ein Fahrzeug, das möglichst viele Standardkomponenten beinhaltet. Denn einen Rahmen zu lackieren im gleichen Farbton wie zum Beispiel hier bei diesem Dornbierer, das ist nicht ganz ohne. Vor allem muss man dann auch diesen RAL-Farbton oder generell den Farbton erstmal finden. Hätte der jetzt ein schwarzer Rahmen, ich meine, das würde nicht großartig auffallen, aber das wäre dem Original entsprechend natürlich schon eine ziemlich große Abweichung. Genauso, wenn jetzt hier die ganzen Druckluftbehälter, Tanks, was auch immer, in schwarz plötzlich wären oder noch schlimmer sogar in einer anderen Farbe. Was wir hier jetzt auch nochmal sehr schön sehen, ist das Problem mit der Farbe. Ich habe jetzt hier noch die Original-Herber-Felgen drauf, die sind nicht lackiert. Ich habe nämlich noch keine Möglichkeit gefunden, solche Kunststoffteile in Chrom zu lackieren. Falls ihr dann einen Tipp habt, einfach in die Kommentare rein. Bin ich auf eure Antworten gespannt. Man lernt ja nie aus. Anfangen tun wir mit dem Rahmen. Jetzt kommen diese Lenkungsteile, die wir brauchen. Ich habe das jetzt mal hier alles in die Box reingetan. Da haben wir einmal das Mittelteil, die zwei Achsschenkel, links und rechts, und dann noch die Lenkstange. Das Wichtige ist jetzt erstmal, achso, ich muss es euch natürlich zeigen, das bringt ja nichts, wenn ich das für mich mache. Das wird eigentlich nur hier reingesteckt. So, da beide Komponenten von Herber sind, passt das auch sehr gut. Und jetzt kommt eigentlich das Unterteil und das wird hier drauf geklipst. Aber das mache ich jetzt nicht. Wir schauen jetzt hier erstmal, denn jetzt kommen nämlich die ersten Fräsarbeiten. Das ist das Servo, was wir verbauen wollen. Und wie wir sehen, muss unterhalb der Achse das Servo rein. Und das heißt, ich kann eigentlich hier diesen ganzen Mittelteil schon mal wegtrennen. Und damit ich hier nichts weiter beschädige, klipse ich das jetzt mal wieder raus und werde das jetzt hier einfach mal rausfräsen. Und das kann man ruhig, also bei dem, wenn ich das richtig sehe, ist das sogar komplett ausgefräst. So. Aber ich werde mal das letzte Stück da noch stehen lassen. Wichtig an dieser Stelle noch, was mir ganz gerne passiert ist, dass dieser Punkt hier oben, diese Strebe, so mal warten, bis die Kamera fertig ist, das hier, das bricht sehr gerne. Zum Raustrennen nehme ich jetzt einen Dremel, nehme jetzt erstmal die Scheibe. Jetzt ist genau bei mir das passiert, wovor ich euch warnen wollte. Hier oben, diese kleine Verbindung ist gebrochen. Das muss ich dann nachher nochmal fixieren, aber da kommt ja eh nachher da das Gegenstück drüber. Da wird das reingelegt und dann wird das hier oben richtig schön fixiert. So, halt so rum kommt das Lenkungsservo. Na, muss noch ein bisschen. So, jetzt müssen wir gucken, was oben und unten ist. Das ist oben, das ist unten. Nehmen wir uns mal wieder unser Vorbild. Und jetzt ist auch die Frage mit dem Achsschenkel. Hier. Stecken wir da jetzt einfach mal drauf. Jetzt kommt hier das Lenkungsteil rein.
Wenn wir jetzt hier nochmal gucken, rutscht das da wieder raus. Wegen der Höhe. Dann sind wir jetzt, entschuldigt, wenn ich das momentan so ein bisschen komisch halte. Von der Höhe her sind wir da jetzt noch knapp über dem Armaturenbrett, also müssen wir wirklich den Mittelsteg hier aufmachen und sehen, dass wir da ein bisschen weiter runterkommen. Damit sich ja jetzt hier nichts verzieht. Machen wir jetzt hier mal ein bisschen Kleber drauf. Einmal da. Und dann hier in diese Führungen. Dann können wir das nämlich dann ohne Probleme in der Mitte auseinanderschneiden, ohne dass da irgendwas passiert. So, das lassen wir jetzt in Ruhe trocknen. In der Zwischenzeit können wir uns darum kümmern. Den hinteren Teil, da bleibt eigentlich gar nichts von übrig. Das heißt, wir können eigentlich, manche von euch wollen dann noch versuchen, das sehr originalgetreu zu machen. Ich muss ein bisschen darüber. Und wollen dann hier diesen Antriebsstrang noch drin lassen. Aber wenn man das jetzt mal sich anguckt, das bis hierhin kann man ohne Probleme wegschneiden. Jetzt haben wir das hier und hiervon brauchen wir jetzt eigentlich bis auf diesen Teil nichts. Hier oben, das könnte man jetzt noch dran stehen lassen. Ich lasse das jetzt mal stehen, denn das Servo kommt meiner Meinung nach ein bisschen weiter hoch. Wenn wir das dann jetzt hier, weil das bringt zusätzlich nämlich noch ein bisschen Stabilität, wenn wir da jetzt ein bisschen mehr stehen lassen. Also wie ihr seht, so ein Umbau, selbst wenn ich das jetzt nur nachbaue, ist nicht ganz ohne. Mich würde es auch nicht wundern, wenn ich jetzt nachher nochmal einen neuen Rahmen anfangen muss. Denn das ist da wirklich... Ich meine, hier muss ich noch dazu sagen, das ist ein Vierachs, das ist eigentlich ein Allradchassis, deshalb ist auch hier der Abstand zwischen Rad und Kotflügel ziemlich groß. Das tut jetzt hier gleichzeitig nochmal den Schwierigkeitsgrad ein bisschen erhöhen, da ich das doch nicht 1:1 übernehmen kann, so wie ich das eigentlich gedacht habe. Auf jeden Fall trenne ich jetzt hier vorne mal vorsichtig mit dem Dremel diesen Punkt raus. Solche Teile gut aufheben, sowas kann man später immer mal gebrauchen. So, dann graten wir jetzt hier gleich noch ein bisschen. Und hier ist dann nur wichtig, dass die zwei Punkte, einmal hier und hier, die müssen dann, ich habe das jetzt absichtlich mal verkehrt rumgehalten, die müssen dann da drauf stecken. Denn die halten dann die Achse zusammen. Weil sonst können die Räder nämlich irgendwann mal sich so nach außen biegen. Das seht ihr auch hier gut, das ist die Führung. Eine andere Aufgabe hat das Teil eigentlich nicht. So, wie ihr sehr schön sehen könnt, immer wieder prüfen, gucken, ob es passt und immer nur ganz wenig wegnehmen. Denn das geht wirklich schnell, bis da, oder dass da mal schnell was zu viel weggenommen wurde. So, ich tue das jetzt hier mal so provisorisch rein. Und jetzt sehen wir schon, dass ihr das auch seht. Wenn wir das jetzt hier drauf machen. Auch wenn die ganz genaue Position vom Servo jetzt noch nicht feststeht. Eigentlich kann ich auf der Seite genau das gleiche auch schon alles wegschneiden.
So, jetzt klipse ich hier mal noch die restlichen Teile rein von der Lenkung. Da ist immer gut, wenn man das zuerst zusammen macht. Ich kann euch aber gleich sagen, das müssen wir eh nochmal auseinandernehmen. Denn wir müssen uns nämlich noch entscheiden, ob wir nachher das Servohorn oben drauf setzen. Halt so. Sorry, ich muss da noch ein bisschen üben mit der Kamera, das ist noch nicht so ganz ohne. Müssen wir noch gucken, ob wir das oben drauf setzen, das Servohorn, oder ob wir das unten drunter setzen. Aber ich will das jetzt hier erstmal nur probehalber reinklipsen. So. So, prinzipiell können wir jetzt hier schon lenken. Also ich würde jetzt hier an der Stelle das Servohorn da drunter legen, würde jetzt hier noch ein bisschen was aufbohren. Denn dann haben wir nämlich, wenn wir das jetzt hier noch ein bisschen weiter runtersetzen, wenn ich jetzt hier oben noch ein bisschen was wegnehme, dann kann man nämlich das Servo hier unten plan einlegen. Und dann kann man theoretisch sogar noch hier eine Kunststoffplatte reinmachen, die das Ganze noch verstärkt. Bevor ich das jetzt hier allerdings noch auffräse, warte ich mal noch ein bisschen, denn der Kleber sollte ja schon getrocknet sein an den Punkten, wo ich das reingemacht habe. Und dann, wie gesagt, werde ich das jetzt hier mit dem Dremel noch ein bisschen ausfräsen. Das kann ich in der Zwischenzeit machen. Bis dahin sollte das trocken sein. Jetzt habe ich dann ein bisschen was weggefräst. Beziehungsweise weggefeilt, aber das ist noch ein bisschen knapp. Jetzt können wir hier auch bedenkenlos das nicht durchknappen. Zack. Na, das sieht doch schon mal ganz gut aus. Ich weiß nicht, ob ihr das jetzt so gut erkennen könnt. Das Servo kann man jetzt hier reinmachen. Das könnt ihr jetzt schon lenken. Also hier das passt und hier das passt ebenfalls. Das Einzige, was gerade noch nicht passt, ist, dass das da oben drauf hält. So, ich hoffe, dass mit der Unschärfe, das geht ab und zu mal. Wenn ich da ein bisschen länger stillhalte, dann schafft das die Kamera sogar mal scharf zu stellen. Jetzt gucken wir uns nochmal an, wie das hier aussieht. Ja, sieht das ein bisschen anders aus. Da habe ich nicht ganz so viel weggeschliffen. Kann allerdings auch sein, dass die Aufnahme da schon ein bisschen anders aussah. Das sieht mir nämlich fast danach aus, weil da nämlich eigentlich der Allradantrieb noch mit drin sitzt. Ja. Machen wir doch jetzt hier Folgendes. Das tun wir hier erstmal vorsichtig die Achsschenkel wieder abmachen. Das mache ich nur, damit da kein Kleber drauf kommt. Denn der Kleber soll nämlich nur da oben drauf.
gut draufdrücken. Das lassen wir jetzt erstmal so trocknen. Was an der Stelle jetzt hier noch wichtig ist, ist, dass ihr das jetzt hier noch nicht komplett einbaut, denn ihr wisst ja gar nicht, in was für einer Position das Servo ist. Vielleicht wurde das vorher schon mal bewegt, denn ich habe das jetzt hier mal kurz bewegt, also theoretisch ist das jetzt das eine Ende. Wenn man das jetzt mal zum anderen Ende sieht, dann seht ihr schon, die Mittelposition, die ich habe, die passt hier gar nicht. Also müssen wir uns das für später aufheben, mit der Fixierung, mit dem Aufschrauben, bis wir das Servo quasi angelötet haben. Das passt mir zwar nicht so ganz, aber da muss ich mir jetzt mal kurz einen Plan B überlegen. Obwohl, wenn wir das Servo so einpassen, dann sollte es gehen, dass man das da nochmal rauskriegt. Jetzt gucken wir mal, ob das auch so passt von der Hütte her. Das sollte passen. Und das hier sollte ebenfalls passen. Würden wir das jetzt so machen wie hier, das seht ihr, da würden wir einiges am Platz sparen. Ich weiß, ich rede jetzt hier ganz schön viel, aber ich will euch nur auf die Besonderheiten hinweisen. Denn das ist einfach geschraubt und da komme ich jetzt im Nachhinein schon immer wieder dran. Das heißt, wir müssen jetzt das Teil eigentlich so fixieren. Dazu kommt jetzt allerdings noch, dass ich ebenfalls mal gucken muss, denn jetzt kommt nämlich auch der Punkt, wo wir hier das Langloch reinmachen. Ja, ihr merkt, das ist das erste Umbaututorial und da müssen wir jetzt hier, entweder macht man das mit dem Bohrer oder mit dem Dremel. Ich werde das jetzt einfach mit dem Dremel von unten auf, dass wir hier quasi ein U haben. So, ich habe jetzt hier mein Langloch draus gemacht. Mit dem Dremel einfach eine Nut rein. Wenn man das jetzt mal vergleicht, müssen wir dann noch ein bisschen weiter vor. Problem ist aber auch, man darf die nicht zu dünn machen, denn sonst brechen die ganz schnell mal weg. So, Langloch ist drin. Bisschen entgraden. Dann machen wir jetzt hier ein Loch durch und stecken dann hier einen ungefähr 1 mm dicken Draht durch. Gucken wir erstmal hier, ob das passt. Jo, das passt gut. Jetzt müssen wir hier mal gucken. Was hier oben und unten ist. Es kommt so rum. Das heißt, das ist unten. Da sitzt ihr so stramm drum. Da würde ich sagen, braucht man gar keinen Kleber. Aber ich mache das jetzt trotzdem mal mit einem ganz kleinen. Das ist ja nur zur Fixierung, da ist ja keine Kraft dahinter. Da wird ja quasi nur eine
Querbewegung umgesetzt. Naja, das kann man da schon fast lenken. Lassen wir jetzt auch mal in Ruhe trocknen. Dann können wir jetzt mal in Ruhe hier die Streben abschneiden. Da müsst ihr darauf achten, wenn ihr die wegschneidet. Hier ist das jetzt offen, dass da kein Kleber reinläuft. Und hier setzt jetzt das Servohorn eigentlich auf. Das ist kein Problem. Das darf nur nicht zu fest aufsitzen. Nur von der Höhe her, damit ihr wisst. Naja, wie ihr seht, das ist schon eine ganz schöne Fummelarbeit. Und deshalb tut man sich da mal ganz schwer, wenn man sagt, ja, was kostet so ein Fahrzeug? Kannst du mir so ein Fahrzeug bauen? So, ich fixiere das jetzt einfach mal mit einem Tropfen Sekundenkleber. Und da hat man jetzt das Problem, dass der Sekundenkleber entweder viel zu schnell trocken wird oder gar nicht. Das sind die Klassiker. So, jetzt müssen wir die richtige Position finden. Halbwegs gerade soll es ja auch noch sitzen. Für mich ist das jetzt hier gerade doppelt schwer, weil zum einen wollt ihr ja was sehen. Ich weiß, das ist ein bisschen weit links am Bildrand, aber ich muss ja auch was sehen. Bringt ja nichts, wenn ihr alles dann seht auf dem Video und ich habe das Ding ja krumm und schepp zusammengebaut. Jetzt sehe ich gerade, den Aufkleber habe ich noch vergessen abzumachen, aber das können wir später noch machen. Jetzt haben wir hier sogar einen Höhen. So, das schneide ich da jetzt gleich mal ab. Seht ihr, jetzt braucht man auch mal ab und zu mal das große Werkzeug. So. Jetzt hätten wir eigentlich provisorisch die Lenkung schon mal drin. Jetzt nehme ich hier einfach mal das Chassis. Da sehen wir jetzt, da muss jetzt dann hinten das raus. Wenn das jetzt hier verklebt ist, an den entsprechenden Stellen, dann haben wir hier schon eine richtige stabile Achse. Und hier haben wir jetzt den Vorteil auch von der Fallerachse, diese Position stimmt, das Rad ist wirklich mittig. Und wenn wir jetzt hier dann die Felgen drauf machen und das entsprechende Rad, das sind jetzt noch die Plastikreifen, ich weiß, kommt da später auch Gummi drauf, dann sitzt das Rad einfach mittig. Jetzt können wir hier eigentlich schon das mal oben drauf setzen und gucken, inwieweit wir da was wegsägen müssen.
Ich versuche jetzt hier, dass wir hier hinten den Querstrick erhalten, wegen der Stabilität. Also ich versuche jetzt, dass wir erstmal nur in der Mitte was rausfräsen. Laut Augenmark müsste das auch richtig passen. So, ich würde sagen, es kann sich sehen lassen, oder? Und schön ist, hier hinten, das konnten wir erhalten. Das bringt zusätzlich Stabilität. Denn hier kommt dann hinten nämlich noch der Empfänger komplett rein und der Akku. Und das weiße Teil übernehme ich dann von dem Original-Chassis und das Interieur, das werde ich jetzt hier, Lenkrad muss ich noch reinklemmen, seht ihr? Vielleicht gestalte ich das auch gleich noch ein bisschen farbig, muss ich mir nachher mal überlegen. Aber im Großen und Ganzen würde ich sagen, hätten wir jetzt eigentlich hier eine Lenkung. Das Lenkzipper haben wir jetzt eingepasst. Ich weiß, das sind noch die Teile von dem anderen, von unserem Testmodell. Trotzdem würde ich das jetzt erstmal so lassen. Und jetzt widmen wir uns erstmal dem Getriebe. Da mache ich am Anfang immer einen kurzen Test, ob der Motor leicht läuft. Das tut er in dem Fall. So, sieht man auch. Als zweites tue ich hier hinten auf diese Punkte etwas Kleber und fixiere damit die Kabel. Denn mir ist es unter anderem schon passiert, dass genau an der Stelle die Kabel abgebrochen sind und dann kann ich den Motor natürlich wegwerfen. Dafür ist es jetzt wichtig, wir bauen ja den Motor horizontal ein und dann gehen die Kabel nach oben weg. Also dass man sich da eine Position aussucht, vorsichtig andrücken, bei der die Kabel dann am besten schon gleich in die Position geführt werden, wie das später im Modell dann auch mal wirklich verlegt wird. Und das sieht sehr gut aus. Also wir führen das so seitlich raus. Jetzt nehme ich da meinen Sekundenkleber. Mache da ein paar Tropfen drauf. So. Fixiere das Kabel leicht mit der Klemme.
und lasse das so jetzt erstmal. Jetzt kann man hier oben nochmal die Kabel richtig schön flach drücken. Spart mal wieder ein bisschen Platz. So. Und so lassen wir das jetzt erstmal trocknen. Was mir jetzt gerade aufgefallen ist, diese zwei Teile, die jetzt hier überstehen, das und das, mal sehen, so jetzt ist es scharf, die müssen entfernt werden. Denn sonst passt das Getriebe da nämlich nicht wirklich rein. Das macht am besten mit einer kleinen Eisensäge. Hier seht ihr jetzt das fertig abgefräste Getriebe. So, wenn die Kamera scharf ist, seht ihr auch was. Hier und hier habe ich diese zwei Messingbolzen weggefräst. Beziehungsweise ihr könnt es auch sägen. Ich habe es jetzt trotzdem mal mit dem Dremel gemacht. Und jetzt passt das Getriebe eigentlich schon mal da rein. Nachdem wir das haben trocknen lassen, geht es jetzt darum, den Motor ein bisschen unauffälliger zu machen. Wie in der Zugmaschine auch, habe ich den schwarz gemalt. Zusätzlich habe ich bei der Zugmaschine noch oben eine Abdeckung angebracht. Wenn wir das jetzt hier mal nebeneinander halten, können wir das mal vergleichen. Hier ist der Motor noch offen und hier habe ich einfach eine kleine Plastikabdeckung drauf gemacht, damit dann quasi kein Sand reinfallen kann. Denn wie ihr wisst, ist das ja ein Bautransporter und ein Kipper. Und die Baggerfahrer treffen wir ja auch nicht immer. Und deswegen habe ich da eine Abdeckung reingemacht. Ich raue jetzt den Motorblock einfach mit 400er Schleifpapier einfach mal ein bisschen an. Danach wird er noch abgewischt und entfettet und anschließend dann lackiert. Das ist jetzt hier ein bisschen eine Sisyphusarbeit. Ich spule mal ein bisschen vor. Wichtig ist, dass ihr dann darauf achtet, dass wo die Wellen rausschauen, da keine Farbe drauf kommt. Ich meine, die kann man zwar wieder abkratzen, aber so ideal ist das dann nicht, wenn da die Farbe drauf ist. Zum Lackieren nehme ich ganz normale Revell-Farbe. Die habe ich jetzt schon ein bisschen verdünnt. Die ist noch von meinem Airbrush übrig. Und dann fangen wir jetzt hier einfach mal an, den schön schwarz zu machen. Ich versuche da immer möglichst dünne Schichten drauf zu machen, dafür aber mehrere. Nachdem die Farbe jetzt richtig getrocknet ist, lasse ich den Motor noch etwas einlaufen und dafür nehme ich teilsynthetisches Uhren- und Instrumentenfett. Dann nehme ich dann einfach mit dem Zahnstocher ein paar kleine Tropfen, tue das ins Getriebe und lasse das dann quasi am normalen Akku oder am Netzteil mal ein bisschen laufen. Zwischendurch tue ich dann einfach da nochmal ein bisschen was rein. Klingt jetzt ein bisschen. Und das lasse ich jetzt einfach ein bisschen laufen und währenddessen können wir ein bisschen weiterarbeiten. Und währenddessen können wir einfach weiterarbeiten. Jetzt geht es hier langsam ans Eingemachte, damit wir das Getriebe hier einpassen können. Klebt sich jetzt hier mal das rein. Dann benötigen wir Kupferhülsen. Man kann es zwar auch ohne machen,
Aber ich mache das sehr gerne mit, denn der Vorteil ist, diese Kupferhülsen drückt man hier einfach rein. Die haben innen 1 mm und außen 1,2 und dann kann man das Getriebe einfach hier reinklipsen und muss eigentlich hier hinten, zumindest im hinteren Teil, gar nichts kleben. Damit das Getriebe jetzt allerdings reinpasst, müssen wir jetzt hier noch ein paar Veränderungen durchführen. Dafür benutze ich jetzt mal eine Knipex und dann passen wir das Ganze doch mal an. Wichtig ist auch hier, schön langsam und behutsam arbeiten. Man kann das Ganze jetzt auch mit dem Dremel machen, aber dann kann ich nicht so gut mit euch reden, beziehungsweise euch Sachen erklären. Eigentlich ist es für mich total öde, denn normalerweise höre ich, wenn ich bastel, Musik oder ich schaue nebenbei irgendwelche Serien. Ich weiß ja nicht, was ihr nebenbei macht, aber ich sitze jetzt hier gerade allein im Keller und bastel vor mich hin. Ja, das Einzige, was rauscht, ist ein bisschen das Licht und das war es auch schon. Hier müsst ihr jetzt aufpassen, denn bei dem Teil bleibt nämlich nur hier oben dieser kleine Mittelsteg stehen. Der Rest kommt komplett raus. Und nicht, dass das gleiche passiert wie bei dem anderen Teil vorhin. Hier muss ich jetzt nochmal gucken. Immer mal anpassen, immer mal wieder gucken. Und vielleicht reicht das sogar schon. Guck mal hier nochmal, was haben wir hier alles rausgefräst? Hier haben wir alles rausgefräst. Aber vielleicht können wir ja, weil das Chassis hier doch ein bisschen anders ist, da irgendwas stehen lassen. Und jetzt passt das Getriebe eigentlich schon mal da rein. Allerdings schlägt das jetzt hier oben an, wie man sieht. Mal sehen, dass man das... Hier sieht man sehr schön, wie diese Kupferhülsen in dieser Lagerung sind. Und auf der Seite ist dann noch Platz dazwischen. Das heißt, wir müssen jetzt trotzdem, einmal rumgedreht, hier oben diesen Teil ausfräsen. Und dann wahrscheinlich sogar noch hier vorne das. Ich sage mal fräsen. Ich schneide das jetzt mit der Knipex einfach raus. Man kann die Teile ja mal aufheben, denn für Dekozwecke könnte man das dann, oder um andere Sachen zu kaschieren, kann man das dann ohne Probleme eigentlich oben auf das Getriebe aufkleben. Nur da muss man vorsichtig sein, dass da dann kein Kleber ins Getriebe läuft. So, abgeklipste Teile niemals wegschmeißen. Die langen Kabel sind jetzt hier noch ein bisschen störend, aber die möchte ich jetzt noch nicht abschneiden. Denn das machen wir dann genau passend, wenn wir den Empfänger im Fahrzeug verbauen. So, jetzt sitzt das hier richtig drin. Auf der Seite auch. Hier unten ist sogar schon die Farbe wieder ein bisschen abgegangen, muss ich nachher nochmal drüber pinseln. So, da bin ich wieder. Jetzt war der Akku alle. Zum Glück habe ich das relativ zügig gemerkt. Denn ansonsten hätte ich jetzt das Modell weitergebaut und irgendwann mal festgestellt, oh, Modell ist fertig und die Kamera ist nicht mitgelaufen. Also ich fräse jetzt hier oben und hier hinten
Da schneide ich jetzt noch was raus. Also müssen wir doch hier oben diese ganze Konstruktion. Ich klipse jetzt einfach mal raus. Ich mache das jetzt noch nicht schön, das mache ich dann mal in Ruhe. Nur damit ihr seht, was man da jetzt alles rausklipsen muss. Also so sieht jetzt der Rahmen aus. Und jetzt kommt hier das Getriebe rein. Machen wir das Kabel mal da oben durch. Jetzt wird da unten wieder was raus. Naja, das ist ja immer so, ne? Sieht auch schon fast aus wie eine Zugmaschine. Jetzt haben wir das Lenkservo haben wir drin. Also lenken könnten wir jetzt. Das hier unten habe ich mit Absicht noch nicht verschraubt, denn da wissen wir noch nicht genau, ob das die Mittelstellung ist. Man könnte jetzt zwar einen Servo-Tester anschließen an das Servo, um dann zu gucken, ob das die Mittelposition ist. Getriebe ist auch angepasst, ist allerdings auch noch nicht verklebt. Und dann würde ich sagen, haben wir jetzt den ersten Teil des Tutorials hinter uns und dann freue ich mich auf den zweiten Teil. Dann danke fürs Zuschauen. Wie immer, wenn es euch gefallen hat, macht einen Daumen hoch. Teilen dürft ihr das natürlich auch. Ja, dann bin ich mal auf eure Kommentare gespannt.